It's time for a new adventure from Ride On with Friends. Herzlich willkommen zu unserem Roadtrip Kalimera Hellas Teil 2 mit dem Motorrad auf den schönsten Straßen Griechenlands. In der letzten Episode sind wir von München in 2 Etappen nach Italien zum Fährhafen nach Ancona und weiter in Richtung Igoumenitsa gefahren. Ich hoffe, dass du einige Inspirationen und Reisetipps für die Anreise nach Griechenland mitnehmen konntest. Das Video habe ich dir rechts oben nochmals verlinkt. In dieser Episode fahren wir gemeinsam nach Klyfa. Viel Spaß dabei! Da wir mit viel Verspätung erst in Griechenland ankommen, haben wir die ursprünglich geplante Route zum Tagesziel nach Metsovo sehr stark verkürzt. Wir fahren über kleine Bergstraßen im Pindusgebirge auf direktem Wege in Richtung Ioannina an den großen See und dann über die alte Schmugglerstraße nach Metsovo. Unsere Fähre mit dem Namen Superfast 3, wahrscheinlich bedeutet das mindestens 3 Stunden Verspätung, passiert gegen 13 Uhr endlich die kleine griechische Insel Korfu. Es dauert allerdings noch 1 Stunde, bis die Motorräder den griechischen Boden im Fährhafen Igoumenitsa unter den Reifen haben und es endlich losgehen kann. Griechenland empfängt uns bei leichtem Nieselregen und 24 Grad Lufttemperatur. Bei der Fahrt durch das hektische Igoumenitsa muss man sich langsam an die beiden griechischen Verkehrsregeln gewöhnen. Erstens der Stärkerad-Vorfahrt und zweitens Verkehrsregeln gelten nur für Nicht-Griechen. Wir planen gleich von Igoumenitsa über einen kleinen kurvenreichen Pass in den Norden bis auf fast 1000 Meter Höhe in das Pindusgebirge zu fahren. Außerdem sollten wir noch tanken, bevor wir weiter nach Osten zu unserem Highlight der Tour, der alten, sehr kurvenreichen Bergstraße nach Metsovo folgen. Aufgrund der neuen, parallel verlaufenden Autobahn E90 ist die alte Bergstraße nahezu überflüssig geworden und wird auch seit mehreren Jahren nicht mehr gewartet. Mal schauen, wie der Straßenzustand ist. Wir befinden uns nun auf der ersten schönen, kurvenreichen und verkehrsarmen Bergstraße hoch in Richtung Pindusgebirge. Und da liegt plötzlich das griechische Rindvieh mitten auf der Straße. Da die Straßen aufgrund des vorhergehenden Regens noch etwas rutschig sind, bin ich nicht schnell unterwegs und kann gut ausweichen. Die Passstraße nach Frosina eröffnet immer wieder tolle Ausblicke auf die benachbarten Bergketten. Die Fahrt geht nun zügig nach einem Tankstopp bis nach Ioannina an den großen See, bevor dann die letzte Etappe über die alte Bergstraße des Pindusgebirges nach Metsovo erfolgt. Während wir hier mittlerweile alleine auf der alten Traumstraße in Richtung Metsovo unterwegs sind, blicken wir immer wieder auf den eigentlichen Grund unseres Bikerglückes. Es ist die parallel verlaufende neue Autobahn E90, die viele davon abhalten, hier zu fahren. Die alte Straße nach Metsovo ist bis auf wenige Stellen sehr gut befahrbar und empfehlenswert. Man sollte aber immer wieder auf das lose Geröll oder auch auf Straßenverwerfungen aufpassen. Es ist keine Rennbahn, aber ideal zum Motorradwandern. Nach einem griechischen Café absolvieren wir die letzten Kilometer zum geplanten Tagesziel, dem 4-Sterne-Hotel Achontikos in der Altstadt von Metsovo. Das Wetter bessert sich zunehmend und es macht einfach nur Spaß, alleine auf der alten Bergstraße unterwegs zu sein. Beinahe hätten wir sogar tiefenentspannt die Abzweigung nach Metsovo verpasst.
Der Reiseführer verspricht ein tolles Reiseziel mit folgenden Worten: Metsovo ist eine lebensfrohe Bergstadt mit vielfältiger Geschichte, Traditionen und Bräuchen. Es ist eine andere Welt, 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Die Stadt Metsovo steht auf einem der schönsten Hänge des Pindusgebirges, der Kreuzung von Epirus, Thessalien und Westmakedonien. Der Ort ist wie ein Amphitheater angelegt, dessen Ziegeldächer und Holzveranden den Hang verzieren und der von großen Villen, Buchen und Tannen eingerahmt wird. Das kontinuierliche Plätschern von fließendem Wasser fügt sich in die majestätische Atmosphäre. Besser hätte ich es nicht beschreiben können. Und genauso ist es, wenn man zum ersten Mal in den Ort in Richtung Zentrum fährt. Man sollte nur auf die streunende Hunde Acht geben, die gerne auch einmal die Fremden mit aggressiven Bellen begrüßen. Wir fahren ins Hotel und genießen zunächst die Aussicht von unserem Balkon. Das Ortszentrum von Metsovo mit seiner Geschichte lädt uns zum abendlichen Spaziergang ein. Wenn man so durch die Stadt schlendert, dann kann man überall die Traditionen in der Architektur und den gewebten Textilien sehen, die Metsovo während der osmanischen Zeit zum Wohlstand verhalfen. Aber irgendwann lockt uns doch frisch gegrilltes Fleisch zum Abendessen in eine Taverne am Marktplatz. Wir lassen den Abend bei einem griechischen Bier ausklingen und besprechen die morgige Tour an das Ägäische Meer. Heute führt die 240 Kilometer Route über den alten Katara-Pass im Pindusgebirge nach Kalambaka zu den weltberühmten Meteora-Klöstern. Über eine verkehrsarme Landstraße geht es dann nach Osten bis zum Fuße des Berges Olymp. Und zu guter Letzt geht es über die Leptokaria-Serpentinen bis zum Tagesziel nach Platomonas am Ägäischen Meer. Guten Morgen. Zunächst ein paar Worte zu unserem 4-Sterne-Hotel Achontiko. Das Hotel hat sehr große Zimmer, eine Wellnesslandschaft und ein super gutes Frühstücksbuffet mit hausgemachten Spezialitäten. Es verfügt über eine Tiefgarage, wo man sicher und kostenlos seine Motorräder parken kann. Der Hotelier, selbst Motorradfahrer, erklärt mir, dass der Katara-Pass für Motorradfahrer wieder befahrbar ist. Man soll allerdings sehr langsam und vorsichtig sein. Für ungeübte Motorradfahrer sind einige Passagen am Pass aktuell nicht so empfehlenswert, da hier noch vom letzten Unwetter einiges an losem Geröll und Felsbrocken auf der Straße liegt. Es soll auch vor kurzem ein ganzer Hang auf die Straße abgerutscht sein, den man aber wieder freigebaggert hat. Das hört sich zwar nicht gut an, aber schreckt uns auch nicht ab. Bevor es weitergeht in Richtung Katara-Pass, etwas zur Geschichte, die allgegenwärtig ist. Im Zweiten Weltkrieg wurde Metsovo zu einem Hauptangriffsziel der italienischen Truppen. Nachdem die Italiener erfolgreich von den Griechen abgewehrt wurden, kamen Mitte April 1941 deutsche Truppenverbände der Waffen-SS, die Metsovo und den Katara-Pass eroberten. Im Juni 1943 schlugen griechische Partisanen der Volksbefreiungsarmee zurück und befreiten die Ortschaft Metsovo als auch die Straße über den Katara-Pass. Im Oktober 1943 führten dann deutsche Streitkräfte sogenannte Säuberungsoperationen entlang der Straße Kalambaka über Metsovo nach Ioannina durch und ermordeten viele Männer, Frauen und Kinder.
An die Befreiung durch die Alliierten erinnert dieser amerikanische M24 Aufklärungspanzer mit einer Gedenktafel an die Ermordeten. Wir gedenken den Toten und fahren mit einem schweren Rucksack der Geschichte weiter in Richtung Katara-Pass. Ein Straßenschild an der Bergstraße mit der Aufschrift „Vorsicht, Überquerung auf eigene Gefahr" verheißt nichts Gutes, aber die Tatsache, dass hier einige mit dem Auto hochfahren, stimmt mich zuversichtlich. Die Straße ist gut befahrbar. Es liegen zwar ab und zu ein paar Steine und kleine Felsen rum, aber halb so schlimm. Mancher Pass in Österreich ist schlimmer. Wir fahren dennoch vorsichtig die kurvenreiche Panoramastraße hoch bis zum Pass. Einheimische erklären uns, dass gerade eine Woche vorher die Straße mit schwerem Gerät freigeräumt wurde. Teilweise wurden sogar Straßenverwerfungen frisch mit Teerflecken ausgebessert. So ein Glück. Bei bestem Wetter genießen wir die Fernsicht und die Temperaturen sind mittlerweile mit 22 Grad auf über 1300 Meter Höhe auch sehr angenehm. Der Katara-Pass ist, schönes Wetter vorausgesetzt, für Motorradfahrer ein Highlight der Region, denn die Rundumsicht auf die Gipfel des Pindusgebirges laden immer wieder zum Verweilen ein. Die Fahrt geht nun weiter in das etwa 55 Kilometer vom Katara-Pass entfernte Kalambaka. Die belebte Straße E92 schlängelt entlang des Flusses Malakasjotiko vorbei an zahlreichen Ginsterbüschen mit immer wieder tollen Ausblicken in das Tal. Schon von weitem sehen wir sie. Mitten im Herzen von Griechenland und östlich des Pindusgebirges stehen die einzigartigen und nahezu bizarr geformten Sandsteinfelsen wie Säulen in den Himmel. Es sind jene Felsen, auf denen sich die Meteora-Klöster befinden. Es waren einmal insgesamt 24 Stück dieser Art. 6 von ihnen sind heute noch von Mönchen und Nonnen bewohnt. Die restlichen sind entweder zu schwer zu erreichen oder einsturzgefährdet. Ich bin ein leidenschaftlicher James-Bond-Fan und mich zieht es immer wieder zu dem wohl bekanntesten Felsen mit dem Agya-Triada-Kloster, denn dieser diente bereits, trotz Widerstand von Seiten der Mönche, als Drehort für den erfolgreichen James-Bond-Film In tödlicher Mission aus dem Jahre 1981.
einem schönen Rundkurs um die Felsen kann man zum Eingang der Klöster fahren oder von entsprechenden Aussichtspunkten Erinnerungsfotos schießen. Möchte man jedoch die Klöster besuchen, dann sollte man seinen Ausflug so früh als möglich einplanen. Der Touristenansturm mit Reisebussen ist enorm und nach den obligatorischen Fotos geht die Fahrt weiter zum höchsten Berg Griechenlands, dem Olymp. Wir verlassen Kalambaka und fahren weiter über kleine Landstraßen in Richtung Olympus. Wie mit dem Lineal sind die einsamen Straßen in die Landschaft gezeichnet. Die Temperatur beträgt schon mehr als 30 Grad in der Sonne. Am fernen Horizont sieht man schon das mächtige Gebirgsmassiv des Olymp aus der Landschaft hervorstechen. In der griechischen Mythologie ist der Olymp übrigens der Sitz der olympischen Götter. Olymp wird unter anderem mit Himmel, der Leuchtende, der Hohe oder der Felsen übersetzt. Eine befahrbare Straße hoch zum Olymp sucht man vergebens. Man kann aber kurz nach dem Ort Plympiada einen Abstecher zu einem Bergkloster machen. Der höchste Berg Griechenlands hat aber auch heute noch für Einheimische und für Touristen eine ganz besondere Anziehungskraft. Er ist mit gut markierten Wanderwegen erschlossen und seine Besteigung wird durch mehrere im Sommer bewirtschaftete Schutzhütten erleichtert. Es geht weiter auf der EP13 zu den Leptokava-Serpentinen bis an das Ägäische Meer. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit halten wir kurz an, um die tolle Aussicht zu genießen. Man kann schon das Meer von hier oben riechen und die Adler verstehen es, die Thermik für den Überflug der Berge zu nutzen. Von hier oben sehen wir auch schon die Sandstrände von Platomonas, dem heutigen Tagesziel. Die Leptokaria-Serpentinen werden erst kurzfristig von mir im Routenverlauf eingeplant und erst spät als Highlight von Griechenland für Motorradfahrer entdeckt. Auf dem Valle on Tour Kalenderblatt vom Juli 2024 steht sinngemäß: Die kurvigen Straßen für einen warmen Reifen und staunende Augen. Valle hat es mal wieder auf den Punkt gebracht und danke Valle für den tollen Tipp. Das ist ein Hotspot für alle Motoristen und sollte bei keiner Planung fehlen.
Wir fahren gemütlich die 38 Kurven mit Blick auf das Ägäische Meer in Richtung Leptokaria hinunter. Seit etwa einer Stunde sind wir alleine auf dieser Route unterwegs. Nur die Adler begleiten uns mit neugierigen Blicken. Aber was wir zu diesem Zeitpunkt leider nicht wissen, ist die Tatsache, dass es hier auch etwas ganz Besonderes gibt, das sich mit den Schulweisheiten nicht erklären lässt. Die magnetischen Berge von Levitra, wo Wasser und Fahrzeuge rückwärts entgegen dem Gefälle den Berg hochrollen. Wer unter Levitra im Internet sucht, der findet von diesem Phänomen viele Videos, die das belegen. Aber so viel vorab. Es handelt sich um eine einzigartige optische Täuschung der Landschaft, die eine Steigung suggeriert, wo keine ist. Die letzten Kilometer zum Hotel legen wir auf der Schnellstraße zurück, denn das kristallklare, bereits warme Meer lockt zum Abkühlen am hoteleigenen Strand. Die Motorräder können kostenlos und sicher direkt vor dem Hotel geparkt werden. Das Hotel Kymata, was übersetzt Wellen bedeutet, besticht durch die Lage direkt am Strand und an der berühmten Platamonasburg. Sehr freundliche Gastgeber, ein tolles, luxuriöses Zimmer mit Veranda und vor allem ein sehr gutes Essen machen das Hotel sehr empfehlenswert. Wir genießen den Sonnenuntergang und erleben zum Ausklang des ereignisreichen Tages den berühmten fröhlichen Griechen auf seinem Fischerboot. Morgen fahren wir dann weiter in den Süden. Nach einem sagenhaften Frühstück im Hotel soll es auf direktem Weg über das lebhafte Larisa nach Glyfa gehen. Da heute Mittag 36 Grad erwartet werden, steht das Baden im Meer ganz hoch auf der Wunschliste. Erst morgen wird dann mit der Fähre von Glyfa aus auf die Insel Euböa übergesetzt. Doch es kommt ganz anders als geplant. Nach dem Frühstück tanken wir unsere Maschinen und erfahren vom griechischen Tankwart im perfekten bayerischen Dialekt, dass heute eine Hitzewelle in Griechenland ankommen soll. Naja, Regen hatten wir zu Hause ja genug. In unserem Landkreis gab es sogar enorme Überschwemmungen. Die Landstraße nach Larisa, der Hauptstadt der Region Thessalien, ist geradlinig und für Motorradfahrer eher eintönig. Aber wie heißt es oft, das Abenteuer beginnt da, wo die Planung aufhört. Eigentlich wollten wir das sehr sehenswerte antike Theater in Larisa besuchen, aber bei diesen Temperaturen und bei diesem Verkehr in der einwohnerstärksten Gemeinde von Thessalien suchen wir nach einer Planänderung schleunigst das Weite. Wir fahren in Richtung Stausee Kala, einem sehr bekannten Vogelparadies. Je näher wir jedoch der griechischen Kornkammer und dem Stausee kommen, umso stärker ändert sich das Straßenbild. Teer ist kaum noch zu erkennen, getrockneter Schlamm gewinnt die Oberhand. Und dann ist die Straße und die ganze Region zum Stausee gesperrt. Ein Blick ins Internet zeigt den Grund. Im September 2023, also vor über einem halben Jahr, gab es hier eine katastrophale Überschwemmung. Das Sturmtief Daniel hat mit 700 Litern pro Quadratmeter in weniger als 24 Stunden die ganze Region unter Wasser gesetzt. 180.000 Tiere und 17 Menschen kamen dabei ums Leben. Sämtliche Ernteerträge sind durch die Fluten vernichtet worden. Die Straßen der angrenzenden Städte werden nur langsam wieder restauriert. Bis dahin muss ein ausgetrocknetes Flussbett als Ersatz dienen.
Solche Erlebnisse machen natürlich nachdenklich. Die Einheimischen erzählen, dass diese Region in den letzten 100 Jahren regelmäßig betroffen sei. Aber in diesem Maße hatte man es noch nie erlebt. Olivenhaine säumen die kleine Landstraße bis nach Clüver ans Meer zu unserem Tagesziel, das Hotel Del Mare Suites. Am Hotel angekommen läuft das übliche Prozedere ab, das wir von Tag zu Tag immer mehr perfektionieren. Im Schatten parken, einchecken, auspacken, duschen, Badesachen anziehen und ab zum Baden ans Meer. Wir verbringen den Nachmittag bis zum Abendessen am Infinity Pool des Hotels und führen interessante Benzingespräche mit einigen BMW-Motorradfahrern aus Israel, die mit nagelneuen GSen unterwegs sind. Aber auch die Kollegen kennen nicht die Uhrzeit, wann morgen die Fähre nach Agio-Campus ablegt. Das Hotel ist übrigens bezüglich Lage und Zimmer durchaus empfehlenswert und man kann auch direkt vor der eigenen Suite kostenlos parken. Zum Essen sollte man allerdings besser in Fußnähe in eine der zahlreichen Tavernen gehen. Falls wir morgen früh nicht die Fähre verpassen sollten, dann fahren wir eine sogenannte Dangerous Road an der Westküste auf Euböa weiter nach Süden. Ich hoffe, dass es dir bisher gefallen hat und ich würde mich freuen, wenn du mit uns auch in den nächsten Episoden auf den Motorrädern durch Griechenland unter dem Motto Kalimera Hellas unterwegs bist. Hollata Kalitera.